11. Dezember, 17 Uhr. Ich komme 17 Uhr in der Praxis an. Auf einmal bekomme ich explosionsartig Schüttelfrost. Mein Puls rast auf 200 zu. Mein Arzt hat mich an alle Maschinen angeschlossen. Und sofort SOCME angerufen. Komme sofort, es geht um sein Leben. Oh, hallo Leute, mich hat's angeschissen. Letzte Nacht, gut, ich habe bloß 5 Stunden geschlafen und ich musste Aquarium sauber machen, die Pflanzen versorgen. Dann habe ich SOCME geweckt und sie wollte so gern zur Großmutter. In der Dusche heißes Wasser. Ich habe mir die Zähne geklappert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was denn? Hör auf mich zu foltern. Auch. Die kümmert sich ja gut um mich. Aber mit dem Schüttelfrost und dann mit kaltem Wasser, die muss das Fieber runterkriegen. Jetzt habe ich auch noch die ganzen Klamotten nass hier. Oh, Scheiße, hoffentlich kein Dengue-Fieber. Ich muss arbeiten. Ja gut, mein Hausarzt, der flickt mich zusammen. Der hängt mich an den Tropf. Ein paar Stunden. Das kann ich jeden Morgen machen, bevor ich arbeite. Irgendwie wird es schon gehen. Das ist so very cool. Hat von euch schon mal jemand Dengue-Fieber gehabt? Ich hatte vor uns auch so eingeschlafene Hände. Kenne ich gar nicht. Komische Symptome. Alt werden ist schon scheiße, aber dann auch noch krank sein. Uiuiui. Oh. Ja, so cool. Zum Schluss noch hier ein nasses T-Shirt. Darling, you can give me a new T-Shirt. You fit inside. Das ganze Bettzeug ist ja auch gleich kalt. Nass. Okay. Ey, wenn ich nachher wieder Schüttelfrost kriege, ich kriech endlich rein. Komplett, da gucken nur noch die Füße raus, ich sag dir so. Aber würde mich echt interessieren, hat von euch schon mal jemand Dengue-Fieber gehabt? Was hat das für Symptome? Das wäre natürlich großer Bullshit. Okay. Morgen mehr Informationen. Okay. Tomorrow you ain't khơi dạ sạp kẹt ạ. But my cat got snake there. Was? Kannst du speak?
Die Hunde, die machen gerade eine Katze klar. Ich glaube, das Fieber geht runter. Es wird besser. Oh, warte mal. Pick up dies. Today elephant ឆ្លុះគ្នាជាមួយ girlfriend Hä? យកបានវាឈឺ Scheiße, es ist kalt. Đặt trên kìa. Đấy, đặt trên kìa. Em các bạn này. Du musst mir den auf die Flöte machen. No. No, sag mir. No, do it, no. Chứ nó cứ sai. Chứ nó cứ sai mi nữa nè. Was? Nè. Bằng khó đấy. Oh, du hast coole Hände. Ja. So kein Wunder bei Brunnenwasser. Tôi làm cho. Oh, das ist so cool. Nào bây giờ anh nhận được đi. Ich muss ja mal Pause machen, das wird ein endloses Video. Dạ anh mới tới. Đó là elephant 2. The elephant look good. Von der Klinik hat Sök nie mit der Großmutter telefoniert. Die hat sofort unsere Sachen gepackt, alles vorbereitet. Der Großvater hat einen Tok-Tok besorgt, ausgehandelt, dass das Motorrad hinten drauf mitfährt und den Preis mit $20. Super ausgehandelt. Auf ging es nach Phnom Penh.
Oh. I feel go off relax. It's beautiful. Denkt Jani, das ist warmes Wasser. Da ist eine Schüssel. Da ist ein halbes Kilo Eis drin. Da kriegst du förmlich einen Schock. Einen Kälteschock. Das hat die letzte Nacht komplett gemacht. Die hat nicht geschlafen. Ich bin zwischendurch ab und zu mal eingenickt. Aber jetzt ist my skin a little bit better wie after shower. In the shower, I think I'm zombie. Yes, it's no good. Ja. Also in der Dusche vor uns. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Sogni sagt, schau mal deine Haut an. Und ich sah aus wie ein Zombie. Du hast überall, wo du bei mir normalerweise keine Blutgefäße siehst du die Blutgefäße, aber 3-mal so groß wie normal. Also ihr kennt das mit Daumen drauf drücken oder die Faust verkrampfen, dann sieht man die Blutgefäße. Aber echt 3-mal so breit. Ich dachte, ich bin ein Zombie. So, morgen präparieren wir das heim, weil 7 Tage Hospital, Quarantäne habe ich keinen Bock. Die machen wir selber. Und für die Behandlung hole ich dann morgen meinen Hausarzt ins Boot und Sogni macht alles, weil das müsste sie im Krankenhaus ja auch machen. Es sei denn, du gehst in ein großes internationales Privatkrankenhaus. Aber gut, dann möchte ich keine 7 Tage reingehen. Dann bist du, glaube ich, auf Schweizer Niveau. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, dass ich die Nacht ein bisschen schlafen kann. Ich habe letzten Vormittag ein bisschen geschlafen, bevor wir in die Klinik sind. Und die haben mich erstmal wieder halbwegs auf die Beine gestellt, aber ich war in die Klinik. I become infusion 3 hour, I think, 4, 3, 4. Between 4 and 5 hour? Okay. Ja, ich habe zwischendurch geschlafen. Also zwischen 4 und 5 Stunden Infusion. Und wenn ich das richtig gezählt habe, was sie bereitgestellt haben, waren das 5 verschiedene Sachen. Bei dem einen konnte ich auf der Flasche Ca lesen, also Calcium. Das hat sich auch bestätigt beim Bluttest und bei der Diagnose. Und mit der ganzen Scheiße ist nicht zu spaßen. Morgen mehr dazu. Dengue-Fieber, Tag 3. Wir sind gestern aus der Provinz mit einem Tok-Tok zurück nach Phnom Penh, weil ich sollte in Quarantäne 7 Tage stationieren. Da habe ich überhaupt keinen Nerv drauf. Zumal die paar Stunden, die haben mich schon $70 gekostet. Also Plan B, mein Hausarzt, da bin ich hellauf begeistert, der hat mein volles Vertrauen. Gut qualifiziert, Vollprofi. Ich muss nachher dahin. Sogni hat diese Nacht, ich weiß nicht, vielleicht 2 Stunden geschlafen. Dann hat sie bei mir gekühlt wieder.
Also die hat die vorhergehende Nacht komplett gekühlt. Phänomen, die versucht gleichmäßig den ganzen Körper abzukühlen. Also nicht bloß Wadenwickel, sondern Beine, Hände, Arme, Rückseite, Frontseite, Hals, Herz. Da muss ein System hinterstecken, weil wieder Schüttelfrost heute Morgen. Da klappern die Zähne, und wenn die mit einem nassen Lappen kommt, da gehe ich die Wände hoch. Und also mein Immunsystem ist absolut im Grenzbereich. Absolut. Der Körper kämpft. Und sag nie, die hatten jetzt vor einer Woche in der Familie ein Kind, auch Dengue-Fieber. Dieses Kind, Dengue-Fieber. Etia? Etia? Maybe no. 7 Jahre? Oh, mit einem Altersfass, das nicht. Will go to school? Big brother, 5 year. No, 5 year. And this brother, I think you speak 7 year, 8 year? Atia. Du hast einen Kopf wie ein Sieb. Was? Differenz, wann der? Also 7 year, okay. 7 Jahre alt. And dies Papa ist Doktor oder ist der andere Papa? Dies Papa ist Doktor? No. No. Okay. Ich will jetzt nichts verwechseln. Keine arme Familie, entweder für Beginn falsch behandelt, das ist eine Möglichkeit, absolut außer Kontrolle geraten. Und das Immunsystem komplett ausgehebelt. Der Kleine hat angefangen, aus den Augen zu bluten, aus der Nase zu bluten, aus den Ohren zu bluten. 15. Dann häufig ist noch Zahnfleisch ein Symptom. Das bedeutet, Dengue-Fieber verändert euer Blut. Komplett. Und wenn du Ibuprofen schluckst, weil du denkst, es ist eine normale Grippe, dann bye bye. Das verflüssigt das Blut. Also, bleibt dran, verfolgt mich. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke fürs Zuschauen. Dieser Arzt ist absolut unseriös. Er hat mich als Ausländer gesehen, sofort Dauerzeichen in die Augen. Ich habe ein paar Stunden am Tropf gehangen und er hat zwischendurch Geld gemacht. Er fragte, haben Sie Allergien? Ich sage, ich habe keine Allergien. Auf einmal kam er mit einer Spritze. Anschließend machte er mit dem Edding einen Kreis drumherum. Ich frage, was ist das? Ein Allergietest. Da war für mich die Behandlung beendet. Ich sollte nachmittags wiederkommen, aber Gott sei Dank musste ich das nicht. Fazit: $60. Hallo ihr Lieben. Der 4. Tag bei Ärzten und voller Infusionen. Heute Er hat mein volles Vertrauen. Vor 2 Jahren war ich in der Schweiz in Behandlung mit meinem Fußgelenk, 3-mal gebrochen. Und er hat meinen Fuß gerettet. Die Schweizer wollten amputieren. Er hat 2 Wochen gebraucht, die Wunden zu schließen. Bei ihm fühle ich mich sicher.
5 bis 7 wird kritisch. Und da wirst du getäuscht. Dir geht es besser. Aber dein Immunsystem ist kurz davor, sich zu verabschieden. Seit Montagabend bin ich in den besten Händen bei meinem Hausarzt. Und dann haben wir noch mit dem Fieber gekämpft. Mittwoch ging es mir eigentlich schon relativ gut. Immer morgens und also vor seiner Arbeit. Er hat einen Job angenommen im Krankenhaus, in einer Privatklinik, arbeitet er vormittags ein paar Stunden. Und bevor er losfährt, zwischen 7 und 8, bin ich da gewesen. Habe ich Infusionen bekommen, die habe ich dann zu Hause weitergemacht. Und nachmittags 17 Uhr haben wir weitergemacht. Er hat meine Blutwerte immer mehr in Balance gebracht. Das wurde immer besser. Und mir ging es eigentlich relativ gut. Zu gut. Weil ich wusste, die Fiebertage, wenn die vorbei sind, dann kommen 3 kritische Tage, wo man getäuscht wird, wo man denkt, man ist damit durch. In Wirklichkeit wird dein Rückenmark zerlegt, dann Blutplättchenproduktion wird komplett runtergefahren. Und Donnerstag war es soweit. Katastrophe. Ich war alleine, Sogni war an der Universität seit Nachmittag und 17 Uhr hatte ich Termin bei meinem Arzt, habe mich soweit fertig gemacht und ja, 5 Minuten, 10 Minuten vorher wurde mir das auf einmal ganz komisch, ne? Ja, habe ich mir noch nichts dabei gedacht, bin ich hier losgefahren, war pünktlich 17 Uhr da. Wie ich bei ihm in die Praxis reinkomme, da war ich mit den Zähnen am Klappern. Da habe ich aus heiterem Himmel wieder Schüttelfrost gehabt. Mich hat es geschmissen wie Sand. Und er hat mich sofort an die Maschine angeschlossen. Und dann merkte ich schon, dass er richtig hektisch wurde. Er fragte nach Sogni. Ich sagte, die ist an der Universität. Er sagte nur, Karl. Habe ich Verbindung gemacht. Er hat mit Sogni gesprochen und hat gesagt, sie soll sofort nach Hause kommen. Sofort. Also, die hat alles stehen und liegen lassen. Ich habe sie auf GPS. Die ist 3 Minuten später vom Unigelände im Laufschritt zum Motorrad und sofort nach Hause gekommen, also zum Arzt. Ne? Hintergrund war folgendes. Meine Herzfrequenz hat begonnen, sich nach oben zu katapultieren. Kein Ende in Sicht und er wurde wirklich langsam panisch. Ich habe eine Spritze nach der anderen bekommen. Mein Immunsystem hat komplett kollabiert. Er hat es dann geschafft, mit Spritzen und Infusion meine Herzfrequenz wieder einzufangen und hat die von 200 wieder runtergedrückt auf 120, meine ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin ja auch kein Mediziner. Und ja, dann hat er mich in den Händen von Sogni übergeben, hat mit ihr noch ein paar Minuten gesprochen, hat ihr auch gesagt, ich habe ja seine Privatnummer auf Telegram und wenn er was ist, egal in der Nacht, er lässt sein Telefon an, wir sollen uns sofort melden, entweder er kommt oder wir kommen und kritische Phase, kreuzgefährlich. Ja. Das war Donnerstagabend. Freitagvormittag haben wir kurz geschrieben. Ich habe ihm Fotos geschickt wegen Fieber, Temperatur, Statusbericht über mein Wohlbefinden, also leichtes Schwindelgefühl und so weiter. Und da hat er gesagt, wenn du nicht kommen musst, wenn alles okay ist, heute Nachmittag, 15 Uhr, ja. Wir um 15 Uhr zu ihm. Da war natürlich, da kamen 2 Familien, die eine mit 5 Personen, 2 Kinder, Großmutter, das volle Programm. Ja,
Da hat er erstmal die behandelt und er hatte bei mir einen Bluttest gemacht, Blutwerte, Blut abgezapft am Finger und Maschine gefüttert. Und ich war irgendwie in dem Moment erschöpft, relaxed. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich habe mich einfach auf die Seite gedreht und bin eingeschlafen. Und irgendwann rüttelt Sogni, sagt, hey, hey, hey. Und, ja, frech wie sie immer ist. Ich blende nachher noch mal so ein paar Szenen ein, als Bonus für euch. Meine kleine Verrückte. Ja, ja. Doktor kommt zu mir, grinst mich an und sagt, Finish. Ich sag, was Finish? Deine Krankheit. Du bist fertig. Ich sag, wie fertig? Dann hat er gesagt, komm. Und dann hat er mir auf sein Gerät hat er mir die Daten gezeigt, wie sich das Blutbild die letzten Tage verändert hat, wie die Blutkörperchen, die Weißen, immer weiter runtergeschossen. Und dann am Freitag, da bin ich total glücklich drüber, hat er mir gezeigt, guck mal, hier hat deine Produktion mit Blutkörperchen wieder angefangen, geht nach oben und es sieht perfekt aus. Wenn nichts mehr ist, musst du nicht wiederkommen. Ich hab's geschafft. Und jetzt haltet euch fest, jetzt blende ich euch die Rechnung ein. Er hat mich behandelt von Montagabend bis Freitagabend, jeden Tag. Außer Freitag nur einmal, ansonsten immer zweimal. Und die Gesamtrechnung mit allen Infusionen, mit allen Tests, Bluttests, zweimal täglich das große Blutbild. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich zu meinem Arzt wollte, weshalb er mein Vertrauen hat. Das ist einer von den Guten. Du bist für ihn ein Patient und keine Money-Maschine. Also an der Stelle möchte ich mich nochmal bedanken. Einmal bei Sogni für ihre aufopferungsvolle Pflege, wie die sich um mich gekümmert hat. Sowas hätte ich mir niemals vorstellen können. Und mein Hausarzt, professionell, cool, zielstrebig, effektiv, hat mich wieder top behandelt. So viel wie muss, nicht so viel wie nötig, möglich. Und man sieht es am Preis. An der Stelle, hey, wenn ihr mal krank seid, ihr seid in Phnom Penh, ich vermittle euch meinen Arzt, dann seid ihr auf der besten Seite. Und abschließend noch 1, 2 Worte. Die lebenswichtigen Lehren. Was habe ich gelernt? Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Die Klinik wollte mich 7 Tage behalten. Aber mein Weg zu meinem Arzt war der richtige. Ein kompetenter Arzt vor Ort, den Sie kennen, ist Gold wert. Er kennt Denki, er kennt die Werte, er kennt dich. Die kritische Phase kommt nach dem Fieber. Mein Rückfall am 5. und 6. Tag beweist es. Trinken, trinken, trinken. Niemals Ibuprofen oder Aspirin. Das hätte mich in der kritischen Phase getötet. Haben Sie eine Sogni, jemanden, der wacht, kühl und kämpft. Diese Pflege ist genauso wichtig wie die Medizin. Meine Geschichte ist kein Einzelfall. In Südostasien passiert es täglich. Wenn dieses Video nur einen Menschen dazu bringt, bei Denkis Symptomen sofort den richtigen Arzt aufzusuchen, die richtigen Medikamente wegzulegen, dann hat es sich gelohnt. Teilt dieses Video mit jedem, der in die Tropen reist. Abonniert für mehr solche Aufklärungen. Euer Leben und das eures Freundes könnte davon abhängen. In diesem Sinne, Friede sei mit euch. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Ich blende eben jetzt schnell nochmal die Kaffeekasse ein. Also im Moment sind Spenden willkommen. Das könnt ihr euch vorstellen. Das war ja wieder mal ein Loch in der Kriegskasse, womit wir nicht gerechnet haben. Und ja, wie gesagt, am Ende nochmal großen Dank an Sogni und meinen Hausarzt.
In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Euer John. Ciao. What you doing? What you doing? Oh ja, hey, hörst du auf? Ey, du machst mich verrückt. Oh, mir läuft so kalt in den Grund. Ich krieg gleich hier Gänsehaut. Gänsehaut. Oh. Eine kann ich einklemmen, aber nie zwei. Ich bin doch keine Schildkröte. I know turtle, I can doing this. Sag nie. Du bist echt ein Monster, bist du. Masa cek kemana dia di Jetzt hast du mich einfach am Lachen, jetzt hört es nicht mehr auf. Jadi cool ne? Cool ne? Du hast. Hauptsache, du hast Spaß, ne? Aua! Du bummel mit dem Finger in den Ohren rum. Ey. Oh. What you doing? Aua! Ich jetzt mal, jetzt mal, ich mal hier. Tüt, tüt, tüt. Jetzt mal, ich tüt, tüt, tüt. Tüt, tüt, tüt. Das ist, you doing mit her. Das ist no fair. I can no do it. Ich kann dir höchstens hier an der Oberschenkel kratzen. Ich brauche keine Silikon-Techno, du auch Di nicht. depan dia tahu di depan dia. Radio das. Ich vor allen Dingen hier noch eine in der Mitte. Ja. Ui.